Hat nie gerne gespielt, insofern Schach dann später. Also ich glaube, kartenmäßig war eigentlich nie. Also du kommst nicht unbedingt aus einer spielaffinen Nö, Familie? gar nicht. Also ich glaube, mein Vater spielt halt recht gerne Spiele. Aber ich bin dann mit meiner Mutter aufgewachsen und da war das nicht so. Wie bist du damals denn eigentlich zum Pokern gekommen? Im Grunde durch zwei sehr gute Freunde von mir. Wir haben so eine Runde gehabt, wo wir Poker gespielt haben. Und die haben halt damals uns ziemlich ausgenommen. Wie alt warst du da? So 16. Mhm. Ja, und die haben halt damit damals schon recht gut Geld gemacht und so hat sich das entwickelt. Die waren halt, also ich hatte immer ältere Freunde, dadurch, dass ich eine Klasse übersprungen habe und deswegen. Gibt es ein Homegame gespielt oder? Genau, ja, 1 Cent, 2 Cent. Und ja. Wie kann man sich diese Anfänge vorstellen damals? Du bist in die Schule gegangen und am Abend dann spielen oder? Ja. So wie die Geschichte bei vielen aussieht. Ja? Man hat schon sehr, sehr viel einfach. Ich muss sagen, ich habe da jetzt gar keine so spezifische Erinnerung mehr dran. Ich glaube halt echt viel nachts gespielt, dann wenn man irgendwie. Aber ich war ja recht früh mit der Schule fertig danach. Also ich war ja quasi dann ein Jahr später oder so war ich ja mit der Schule fertig. Insofern war da jetzt nicht so eine krasse Überschneidung. Mhm. Und das war auch dann erst so die Zeit, als ich online angefangen habe zu spielen. Und dann aber ja nach dem Abitur halt relativ viel gespielt. War es damals schon deine Ambition, der beste Spieler der Welt zu werden, der beste Pokerspieler der Welt zu werden? Ich glaube, war recht lange einfach rumdaddeln und dann hat man halt gemerkt, ne, wie es einen recht viel eingenommen hat und dann gab es so einen kleinen Bruch, wo ich dann angefangen habe zu studieren, wo ich mir recht fest vorgenommen habe, das durchzuziehen, was ich auch am Anfang. Was hast du studiert damals? Informatik. Habe ich auch am Anfang recht durchgezogen für meine Verhältnisse, damals von Schulzeiten her. So wirklich 6 Monate halt komplett gemacht und dann bin ich krank geworden. Und da war dann auch die Motivation, glaube ich, schon nicht mehr so hoch und dann war man halt echt 1,5 Wochen raus und es war halt so eine Art Elite-Studiengang so und es war schon ziemlich tough, wenn man so dieses auswendig Lernen und so nicht so drauf hatte. Oder generell mit diesem Lernen nicht so, sich nicht so wohl gefühlt hat. Und das war dann so der Übergang, wo ich dann eher ins Pokern gekommen bin. Hat es irgendwie so einen Schlüsselmoment gegeben, wo du gesagt hast, ich fokussiere mich jetzt ganz alleine aufs Poker? Ja, ziemlich genau die Zeit. So dann halt 6 Monate später oder so, wo ich dann quasi voll auf Pokern umgeswitcht bin. Und dann war es für mich recht klar, dass ich das machen will. Von deiner ersten Pokerhand bis zum ersten Live-Cash, was ist dazwischen passiert? Recht viel. Also ich denke mal, der erste Live-Cash, der wirklich zählt, war in Roßwaldorf damals. Und da zu diesem Zeitpunkt habe ich vielleicht so 9 Monate richtig gespielt und das war eine durchwachsene Phase. Also gerade einfach halt kein Geld gehabt und sehr, sehr bescheiden gelebt. Also 250 € im Monat ausgegeben oder so. Und Du hast damals noch bei deinen Eltern gelebt oder ich habe schon? Ich habe zu dem Zeitpunkt 1,5 Jahre alleine gewohnt. Also man hat die Bedürfnisse reduziert. Ja. Und also das war so da ist schon sehr, sehr viel passiert. Auch im Kopf hat sich da sehr, sehr viel umgestellt. Es ist gerade mal erst 4 Jahre her, dass du deinen ersten Live-Cash gemacht hast. 6 Monate später hast du dein erstes Turnier gewonnen und dann ging es eigentlich nur mehr bergauf. Mit welchem Gefühl erinnerst du dich an das Jahr 2013? Mit Glück auf jeden Fall. Also ich habe mich da komplett im richtigen Ort gefühlt. War so das Jahr, wo einfach viele
positive Dinge passiert sind. Das war natürlich ein cooles Gefühl, aber so wirklich der Unterschied war dann halt erst im Jahr danach. Halt, ich habe meine Wohnung gekündigt, habe Weltreise gemacht und ja. Und auf dieser Weltreise dann die ganzen Live-Stationen mitgenommen. Genau, ja. Ja. Du bist 2013 schon nach Wien gezogen. Ja. Okay. Wie wichtig war der Umzug nach Wien? Alles. Also raus aus dem Konstrukt, wo ich da vorher war, wo es einfach sehr, sehr viele Sachen gab, die mich runtergezogen haben. In halt eben eine Wohnung, wo halt einfach auch Leute waren, die Poker gespielt haben so, und die halt das irgendwie unterstützt haben und man sich gegenseitig gepusht hat. Ja, so in die Richtung. Ja, aber auch nicht nur das, sondern sozial halt einfach völlig anderer Wechsel. Also es war definitiv eine der wichtigsten Zeiten. War die Wiener Community mitunter ein Grund, dass du Wien als Wohnort ausgesucht hättest? Weil Plätze gibt es viele? Das hat damit gar nichts zu tun. Ich war ja auch einer der ersten. Ich glaube, damals gab es ja, also ich zumindest hatte hier mit quasi niemandem Kontakt. Hat es eigentlich auch Zeiten gegeben, in denen du an dir so gezweifelt hast, dass du mit Poker aufhören wolltest? Im ersten Jahr. Also 2012 eigentlich. Genau. Und letztlich. Du hast viel Geld gewonnen in deiner Karriere. War Geld jeweils eine Motivation? Ich denke, das ist eine Frage, die man sicher nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Also es war sicher an irgendeinem Zeitpunkt immer mal eine Motivation, aber auch immer mal weniger. Also ich glaube, es hängt einfach davon ab. Mit der Zeit, denke ich, auch durch das Umfeld, in dem man ist, glaube ich, habe ich mich dahin entwickelt, dass es einfach bewusster geworden ist, weil man halt realisiert, dass es einfach einen Einfluss auch auf andere Bereiche haben kann. So, ne? Also ich habe auch am Ende einfach gemerkt, dass das einer der größten Gründe ist, warum dieser Reiz für mich nicht mehr so da ist, warum ich denke, dass ich in einem anderen Bereich vielleicht mehr für mich entdecken kann, ist halt eben, dass der Geldfaktor einfach so groß geworden ist, dass diese Passion, die Sachen, die mich wirklich interessieren, halt in den Hintergrund gerückt sind. Ganz ehrlich, wenn ich mit 22 mehr als 100.000, Entschuldigung, 23, mehr als 100.000 Euro, damals vielleicht 1 Million Schilling gehabt hätte, ich wäre wahnsinnig geworden. Wie handelst du das? Ich denke, das ist das, was ich gemeint habe, dass man halt eben, dass man es nicht festmachen kann, sondern dass es alle Sachen sind, an denen man halt arbeiten muss, und das gehört halt einfach dazu. So, es ist nicht nur das Spiel, nicht nur wie man sich verhält, sondern nicht nur sein Mindset beim Spielen, sondern es ist halt eben auch, wie man mit Menschen umgeht in Situationen, wo es halt um Geld geht, wie man Freundschaft und Business verbindet. Also ich meine, es gibt so viele Bereiche, die man da nennen kann, konkreter, so, dass es für mich einfach, dass ich aber auch nicht sagen kann, was mir da jetzt am wichtigsten war oder nicht. Und in dem Bereich zum Beispiel, ist es einfach die Leute, die halt aus den negativen Erfahrungen am meisten mitgenommen haben, sind halt die dann am Ende damit umgehen können. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht jemand, ich mache das auch nicht gerne so. Ich bin nicht gerne in den Situationen, weil das Resultat halt immer eine falsche Wahrnehmung ist. Also so, ich meine, wie viele Leute sagen, dass ich arrogant bin und was auch immer, so einfach aufgrund den Erfahrungen, die sie in dem Bereich mit mir gemacht haben. Und natürlich ist das irgendwie was man halt für sich selbst auch jetzt nicht unbedingt so haben will. Ne? Also ich würde mir auch wünschen, dass man da vielleicht eher als erste oder zweite oder dritte Interaktion miteinander ein bisschen was anderes gehabt hätte, wo man mehr sich selbst hätte sein können. Mhm. Aber so, das ist halt anscheinend nun mal Teil der ganzen Sache. Ja. Die Gewinne machen dich aber trotzdem zur großen Nummer. Inwieweit spürst du Anerkennung? Ja, ich meine, spürt man schon sehr viel, ne? Aber es ist halt die Frage, Anerkennung ist auch nicht gleich Anerkennung. Also ich meine, das ist ja auch wieder so, was ist Respekt und was ist dann diese Fanboy-Schaft. So. Also ich meine, das sind halt Sachen, so das eine hat einen sehr hohen Wert für mich, das andere hat für mich einen sehr niedrigen Wert.
Wie lernt man das differenzieren? Wer ist Fanboy? Wer Ich steht denke, hinter dir? ich meine, das ist jetzt wirklich, das sind ja nur Worte, die dafür stehen, so für mich zumindest, wie sehr kann das jemand nachempfinden, wie viel da dahinter steckt. So. Und ich glaube, sogar Leute, die halt, also ich meine, da kommt ja auch, das Witzige ist ja dann, dass es quasi dann Leute gibt, die halt gar nicht spielen, die wissen halt überhaupt nicht. Und dann gibt es Leute, die selbst spielen, die dann denken, sie wissen, wie viel dahinter steckt, aber wirklich halt auch einfach gar keine Ahnung haben. Und dieser Bereich geht ja schon halt sehr, sehr weit. Und das kreiert ja einfach diese Spannung, dass halt Leute, ich meine, ich habe noch niemanden getroffen, der ähnlich viel effiziente Zeit reinsteckt und nicht an einem erfolgreichen Punkt ist. So. Also wenn ich zurückdenke an die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die ähnlich viel investiert haben und ähnlich viel auch da oder mehr darauf fokussiert waren, auch dass es effizient ist, ja, das ist das Wichtigste. So einfach nur jeden Tag zocken und sich keine Gedanken machen, wie man irgendwie besser werden kann, hilft halt überhaupt nichts. So, aber alle Leute, die dieses Mindset hatten, so sind heute halt erfolgreich. So, und ich meine, das hat halt niemand. Und das ist eine Gruppe von 20, 30 Leuten, die ich aus Tausenden kennengelernt habe, die das mitbringen. Und die sind halt alle durch die Bank weg erfolgreich. So. Manche halt, dann natürlich gibt es da ja auch Varianz, wie man sieht, ja, aber jeder hat halt mindestens seinen Punkt, wo man sagt, man hat quasi fast ausgesorgt. Und menschlich sind die natürlich halt auch auf einem ganz anderen Level, weil sie halt seit Jahren quasi daran arbeiten, sich mit allen Sachen auseinanderzusetzen und immer danach zu suchen, dass man halt sich irgendwie weiterbildet und fortbildet und an einem besseren Punkt in einem Monat und in einem Jahr und in 2 Jahren ist und dass man sich Ziele setzt, die gesund sind, die einen fortbringen und so weiter. Und das sind so Sachen, so deswegen ist es halt irgendwie ermüdend, weil Leute sich immer auf eine ganz andere Sache fokussieren. So und da wird es zum Beispiel, Respekt ist für mich die Leute, die diesen Ansatz haben und dann sagen so, ich bin beeindruckt davon. Ich respektiere das, wie du das angegangen bist, so weil es auch Sachen gibt, die mich vielleicht inspiriert haben oder wo ich was mitgenommen habe. So, und ich meine, ich respektiere einfach super viele Leute in diesem Bereich, weil ich genau weiß, wie viel da dahinter steckt. Und da ist für mich völlig irrelevant, wie viel Geld die jetzt damit gemacht haben. Und ich glaube, es ist andersrum genauso. Ja. Also ich meine, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber auch andere, unabhängig jetzt davon, so wie die persönliche Beziehung ist, man respektiert sich halt dafür, weil man weiß, wie viel Zeit man investiert hat und wie hart das war. So, weil 80-Stunden-Wochen waren halt völlig normal, so also für ein Jahr. Ja. Ich meine, plus dann halt noch 10 Monate im Jahr nicht zu Hause sein. So, das sind halt dann so Sachen, die ich habe das super gerne gemacht. Es war genau das, worauf ich Bock hatte. Nur es ist einfach sehr, sehr ermüdend, wenn halt immer wieder von außen dieses Ding kommt, so ja, aber es ist nur Glück und dies und das. Ich weiß, dass es Teil von der ganzen Sache ist, aber es ist halt nichtsdestotrotz immer dieses Gleiche, was auf einen einprasselt. Wo glaubst du, kannst du die Fähigkeiten, die du jetzt in den letzten 4 Jahren erworben hast, am besten einsetzen? In welchem Bereich? Ich glaube, du hast mir in einem Interview gesagt, Architektur. Das ist zum Beispiel sowas, ich glaube nicht, dass ich da wirklich einsetzen kann, aber Architektur war immer so eine Sache, die mich begeistert hat. So wie alles, was irgendwie kreativ ist. Ich mag Musik, ich mag Kunst. Aber es ist ja fast das Gegenteil von Poker. Oder wie weit ist Poker kreativ? Es ist fast ein Schimpfwort, wenn man sagt, wie viel kreatives Poker ist. Für mich ist das echt einfach nur ein Themengebiet, was man da reinsetzt. So, ich glaube, wie Pokern auch, kannst du jede andere Sache genau auf diese Art und Weise lernen. Dich hinsetzen. Ich meine, wir haben nichts anderes gemacht, als uns hinzusetzen, zu analysieren, welche Bereiche relevant sind oder diesen Prozess zu entwickeln. Du analysierst, was relevant ist. Du versuchst dir neue Wege zu arbeiten. Du arbeitest an der Theorie und du setzt es in die Praxis um. So, das war quasi unser Prozess. Natürlich viel detaillierter und viel ausgearbeiteter, der dann immer weiter fortgeschritten ist. Und du merkst halt einfach, dass dieser Prozess das absolut alles ist. So, wenn dieser Prozess an irgendeiner Ecke nicht stimmt, so, also du merkst ja dann einfach bei den Leuten, manche haben halt diesen Teil der Theorie gar nicht.
Manche haben diesen Teil des Erarbeitens von neuen Möglichkeiten gar nicht. So, die hören dann nach 3 Jahren das erste Mal von irgendeinem Programm, was wir schon seit Ewigkeiten benutzen. Halt so, ne? Wir waren halt immer auf dieser Suche nach dem Neuen. Aber die Balance zwischen den Sachen ist halt auch das Wichtige. Ne? Wie viel Theorie machst du, wie viel spielst du und so weiter. Also worauf fokussierst du dich? Und dann musst du diesen Prozess ja auch noch orientieren. So quasi diese Sachen, die dann da existieren, wenn du jetzt quasi dich 10 Jahre lang in eine Richtung entwickelst, die vielleicht einfach keine Zukunft hat, klar, es ist dann deutlich schwieriger. So quasi, und ich denke auch in diesem Orientieren, das war so eher meine Stärke. Andere Leute in unserer Gruppe hatten dann in den anderen Bereichen Stärke. Für mich war halt dieses, okay, gut, ich ändere das halt immer. So, ich gucke halt, dass ich orientiere mich jetzt in dem Bereich und dann ändert sich die Struktur, dann ändert sich die Wirtschaft auch irgendwie. Ja, und dann sage ich, okay, also für mich war ja ganz klar so am Anfang online und dann merke ich so, okay, gut, dann merke ich, da ist die Zukunft so, und ich merke, es ist eher so am Runtergehen und ich glaube, dass so an meinen Fähigkeiten und so weiter liegt es vielleicht eher auf dem anderen Bereich und dann habe ich ja ganz schnell den Umsprung geschafft zu sagen, okay, gut, 2014 so vielleicht eher auf Live fokussieren. Ich glaube, diese Sachen im richtigen Moment umzustellen, das ist halt auch ein großer Faktor. Aber nichtsdestotrotz ist alles relevant. All diese Teile, die musst du einfach stetig dann arbeiten. Und ich glaube, da war unsere Gruppe einfach herausragend, weil wir einfach Leute hatten, die in jedem Bereich sehr gut waren. Aber es war halt auch, ich meine, hunderte von Stunden Arbeit, dieses Konstrukt zu entwickeln. Ja. Also ich meine, da muss man dann einfach vielleicht mal eine Stunde nicht spielen, sondern mal versuchen, mit Leuten zu connecten, die einem da irgendwie weiterhelfen. Und ich meine, wir haben uns kennengelernt irgendwie 2012 und erst 2014 war der Moment, wo es dann wirklich so gepasst hat, dass alles, ne, also es ging halt Stunden im Skype und reden und sich kennenlernen und mal sich treffen und so weiter und dann irgendwann war das erst so. Und ich meine, heute läuft halt alles perfekt zusammen, so. Beziehungsweise von einem Jahr mehr und jetzt ist alles ein bisschen relaxter. Ja, das ist so, denke ich, meiner Meinung nach einer unserer größten oder einfach einer der wichtigsten Bestandteile, weil das kannst du übertragen auf alles. So, wenn ich jetzt irgendwas Neues lernen will, dann setze ich dieses Themengebiet in diesen Prozess ein und dann läuft es einfach wieder von neuem. So, du versuchst Wissensquellen dir ranzuschaffen und dann wird halt der Mischung aus Theorie und Praxis und dann merkst du halt, okay, manche Sachen ist Theorie, dann kriegst du so ein Feeling dafür, was ist wirklich wichtig. So. Aber für mich ist das in jedem Bereich genau der gleiche Prozess. Und ich glaube, das ist halt für mich der größte Punkt, ist, dass das im Grunde, dass ganz wenige Menschen so denken. Dass sie halt einen Prozess haben, wie sie lernen, sondern dass es mehr so ist, okay, ich gucke mir jetzt das an, was brauche ich dafür, was muss ich dafür machen und dann, wenn du für jedes Thema dir eine neue Struktur erarbeiten musst, dann ist es halt sehr, sehr schwierig, viele Sachen zu lernen und viele Sachen mitzunehmen, sondern dann fängst du immer wieder bei Null an. Bringen wir es auf den Punkt. Was war der Grund, dass du gesagt hast, du möchtest in Pension gehen? Ich meine, erstmal das Wort Retirement war ja wirklich, also da gab es ja, das ist War so das ein unfassbar. Originalzitat oder ist es in den Mund gelegt worden? Ich weiß es nicht mal, also es ist einfach so, ich meine, es war ja deswegen witzig, weil halt das OneDrop anstand und quasi nur Businessleute erlaubt waren. So. Das war ja der einzige Grund, warum das irgendwie witzig war. Und dann wurde da so ein riesen Ding draus gemacht und dann ja auch so, ja... verstehe. Du hast gesagt, du gehst in Pension, damit du das OneDrop mitspielen kannst. Ja, das war halt, ich habe es nicht so gesagt, aber das war so der Witz dahinter, ja. Aber ich meine im Grunde, dass dann so gesagt wird, so, ja, als ich dann nochmal gespielt habe, so, dass ich dann so wieder zurückkomme, das ist für mich einfach genau, ich habe ja das auch so gesagt, ja. Ich habe ja ein Interview gegeben oder so, wo ich dann genau gesagt habe, so, hey, ich werde jetzt halt noch, ich habe auch die Stops aufgezählt, glaube ich, halt noch 5 Stops spielen oder so und dann, also halt Barcelona. Was sind die Stops? Barcelona, Las Vegas? Genau, ich werde halt Prag? noch Barcelona, nee, Prag werde ich nicht machen, Monte Carlo, halt wirklich so die allerbesten Stops werde ich noch mitnehmen, einfach weil ich da ein bisschen, ich denke, also finanziell ist es natürlich ziemlich gut immer noch und die Leute sehe ich auch einfach gerne und so ein bisschen das Network noch am Leben erhalten, mit den Leuten irgendwie austauschen. Aber es stellt sich dann doch die Frage, du weißt selber, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn du jetzt nur 4, 5 ausgewählte Turniere im Jahr spielst, glaubst du nicht, dass du den Anschluss verlierst, weil das Spiel ja sich ständig verändert und eine große Dynamik hat? Vielleicht.
Oder Also, trainierst du dann weiter oder arbeitest du weiter am Spiel? denke ich nicht, nein. Aber ich glaube, es wird schon eine gute Zeit lang noch ganz gut passen. Ich meine, das ist ja auch die Sache, ich spiele die Stops ja auch genau deswegen, weil sie halt einfach Soft sind? weil sie halt einfach, ja, Ist ein High Roller soft? klar. Ich meine, ist halt alles relativ. Ich meine, ich fühle mich da super wohl, ich kenne die Leute so, ich meine, ich habe es jetzt beobachtet über 2 Jahre so. Ich glaube, sehr wenig Veränderungen gesehen in der Art, wie Leute spielen. So, du merkst einfach, dass es sehr, sehr wenig Leute gibt, die da auch wirklich an sich arbeiten. Ich meine, ich glaube nicht, dass Eric Seidel jetzt so krass viel theoretische Arbeit investiert hat und er ist trotzdem noch wirklich gut. So. Also es sind halt so Sachen irgendwie, ich glaube, das verliert man halt nicht so schnell. Aber ich meine, ich plane jetzt auch nicht, das als Einnahmequelle zu sehen für die nächsten 10 Jahre. So, ich weiß auch, dass das Game tougher wird und ich weiß auch, dass ich definitiv dann nicht mehr zu den Besten gehören werde. Das passt auch. Also ich glaube, da werde ich jetzt nicht übermütig oder irgendwie denken, dass ich das immer noch in 5 Jahren zerstören werde. Ich meine, ich sehe auch meine Jungs, die da jetzt angreifen so und ich habe da gar keine Bedenken, dass die mich überholen werden. Insofern. Man hört oft von Spielern eben, die sagen, es wäre halt sehr, sehr schön, von Feder gesteckt zu werden, wenn man dann auch ein Coaching bekommt. Nach welchen Kriterien suchst du deine Ich habe momentan 2 Leute und da bin ich auch also es ist sehr selektiert und ich sag mal quasi unmöglich so, oder einfach weil ich die Zeit nicht habe. So, ich merke es halt. Also nicht, weil ich die Zeit nicht habe, sondern auch, weil die Mischung aus Zeit und wirklich jetzt Motivation dahinter nicht so da ist. Was möchtest du als nächstes lernen? Was ich als nächstes lernen will, ist, wie ich am besten Mehrwert schaffen kann. Weil das ist der Punkt, der mir am meisten gefehlt hat im Pokern. Es ist einfach, dass ich das Gefühl hatte, dass es halt sehr stark in die Richtung gegangen ist. Es ist alles, dass man nur lernt, wie man sammeln kann. So, wie sammle ich am besten ein? Das war ein Punkt, den du vorhin gesagt hast, dass ich verstehe es richtig, dass dich das Nehmen abgestoßen hat? Ja, es ist halt einfach so Win-Lose-Situation. Ganz so einfach ist es so. Es gibt in der Dante Jolesch ein Zitat, und zwar heißt es, da kommt der Neffe von der Dante Jolesch kommt nach Hause vom Kartenspiel und hat beim Kartenspielen verloren. Und jammert halt fürchterlich herum und die Dante Jolesch, eine weise alte Frau, sagt ihm zu ihrem Neffen, was setzt ihr hin zum Kartenspielen mit Leid, was sie hinsetzen zum Kartenspielen mit dir? Ist nicht jeder selber schuld, dass sie mit dir hinsetzt zum Spielen? Klar, aber das ändert ja nichts daran, dass ich da für mich selbst einfach nicht so viel draus nehme. Ich meine, natürlich, also das ist halt die Sache so, im Grunde sagt man setzt voraus, dass alle Leute völlig perfekte Balance haben zwischen wie viel verliere ich im Vergleich zu wie viel gewinne ich und dass sie für sich dann entscheiden, okay, ich gewinne mehr als dass ich verliere und deswegen spiele ich. So, gewinnen im Sinne von, muss ja nicht Geld sein, sondern kann sein, okay, ich habe mehr Spaß, als mich das Geld kostet, insofern spiele ich gerne. Das setzt man so voraus, als ob das so völlig normal wäre, dass das jeder für sich genauso perfekt entschieden hätte. So, und das ist halt einfach nicht so. 95% verlieren dann einfach mehr, als sie gewinnen. Und du bist halt derjenige, der auf der anderen Seite sitzt. Und wenn du jetzt vergleichst, okay, wie viel kostet die das, was sie verlieren, vergleichst du, wie viel bringt mir das, was ich dabei gewinne, das ist unterm Strich für mich einfach verlieren. Wer will gegen dich noch spielen? Anscheinend jeder. Also aus welcher Motivation? Ich glaube, dass das nicht so spezifisch jetzt auf eine Person ist, sondern die Leute wollen halt gegen alle irgendwie sich messen. Ne? Also, aber merkst du einen Unterschied? Klar. Also es ist halt schwierig, einen Unterschied zu merken, wenn man keine andere Person mal war, aber ich finde schon, dass halt man merkt, dass die Leute versuchen, gegen mich weniger Hände zu spielen. Aber das ist ja auch völlig legitim, so würde ich auch versuchen, mache ich auch gegen Leute, wo ich denke, dass sie sehr gut sind. Also finde ich völlig, macht ja auch Sinn. Also,
Gut, das wäre es auch schon. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Interview. Genau, aber die Sabine hat gesagt, ich muss noch ein Selfie machen mit dir. So, kann aufs Verkehrt und so. Wir müssen kurz schauen.